Dr. Esma, heute lüften wir endlich die 7 Geheimnisse, mit denen Zahnärzte ein perfektes Lächeln zaubern. Und ich schwöre, selbst ich war überrascht, wie viel Psychologie, Timing und Mini-Tricks dahinter stecken. Stell dir vor, du gehst in eine Praxis, ahnst nichts und plötzlich wirkt dein Lächeln wie frisch aus einem Filmset. Klingt übertrieben? Warte ab, Dr. Esma packt gleich aus. Rasim, viele denken, ein schönes Lächeln sei reine Glückssache. Bonk. Aber nein, es steckt System dahinter. Manche Tricks sind so subtil, dass Patienten sie kaum bemerken, die Wirkung aber riesig ist. Heute verraten wir genug, um wirklich neugierig zu machen. Aber nicht alles sofort. Spannung muss sein. Oh ja, Spannung. Und ich verspreche, Geheimnis Nummer 3 wird viele überraschen, weil es gar nichts mit Zähnen zu tun hat. Bleibt dran, wir steigen gleich ein. Dr. Esma, viele Zuschauer kennen das bestimmt. Man lächelt auf einem Foto, zoomt später rein und denkt sich nur, warum sieht das so steif aus? Und dann kommt dieses leise Gefühl, dass irgendetwas am Lächeln fehlt, obwohl man eigentlich nichts falsch gemacht hat. Genau da beginnt das Problem, oder? Absolut, Rasim. Viele unterschätzen, wie stark Stress, alte Gewohnheiten oder eine falsche Disposition die Ausstrahlung beeinflussen. Selbst perfekte Zähne wirken manchmal angestrengt, wenn der Ausdruck nicht harmoniert. Patienten erzählen oft, sie hätten ein gutes Gefühl, bis sie ein Video von sich sehen und merken, dass ihr Lächeln anders aussieht, als sie glauben. Ja, dieses Aha-Erlebnis kennen viele. Und genau deswegen brauchen wir die 7 Geheimnisse nicht nur für die Zähne, sondern für alles, was das Lächeln echt wirken lässt. Dr. Esma, ich finde spannend, wie stark ein Lächeln Situationen verändern kann. Ein einziges Foto entscheidet manchmal darüber, ob jemand kompetent, sympathisch oder unsicher wirkt. Und wenn wir ehrlich sind, viele Leute unterschätzen diese Wirkung total punktual. Hast du ein Beispiel aus deinem Praxisalltag? Aber natürlich, Rasim. Ich hatte kürzlich eine Patientin, die beruflich oft Präsentationen hält. Sie erzählte, dass ihr unsicheres Lächeln auf Videos immer falsch rüberkam. Nach kleinen ästhetischen Anpassungen und ein paar Coaching-Tipps wirkte sie plötzlich offener und souveräner. Menschen reagieren sofort auf solche Veränderungen, selbst wenn sie nicht wissen, warum. Genau das macht es so wichtig. Ein perfektes Lächeln ist kein Luxus, sondern ein Booster für Selbstbewusstsein, Jobchancen und sogar soziale Beziehungen. Und die 7 Geheimnisse erklären, warum der Effekt so stark ist. Dr. Esma, bevor wir gleich mit dem ersten Geheimnis starten, lass uns kurz einordnen, wie groß das Thema eigentlich ist. Viele würden nie erwarten, dass laut aktuellen Studien über 70% der Menschen ihr eigenes Lächeln als verbesserungswürdig einstufen. Das ist doch enorm, oder? Definitiv, Rasim. Und ich sehe das täglich in der Praxis. Ein kleines Beispiel. Ein junger Patient kam zu mir, weil er sich auf Bewerbungsfotos nie richtig getraut hat zu lächeln. Nach einer kurzen ästhetischen Korrektur und etwas Ausdruckstraining hat er nicht nur den Job bekommen, sondern meinte sogar, die Personalchefin habe sein neues Selbstvertrauen gelobt. Das ist so ein starkes Beispiel und genau deshalb lohnt es sich, die 7 Geheimnisse wirklich zu verstehen. Sie verändern nicht nur ein Lächeln, sondern ganze Chancen im Leben. Dr. Esma, bevor wir die Geheimnisse gleich Schritt für Schritt enthüllen, interessiert mich der wissenschaftliche Kern dahinter. Warum reagieren Menschen eigentlich so stark auf ein bestimmtes Lächeln? Da muss doch mehr dahinter stecken, als nur schöne Zähne. Oh ja, Rasim, da steckt eine Menge Biologie drin. Ein echtes, harmonisches Lächeln aktiviert gleich mehrere Muskelgruppen und wirkt dadurch auf unser Gegenüber intuitiv vertrauenswürdig. Studien zeigen, dass Menschen mit einem ausgewogenen Lächeln als kompetenter und empathischer wahrgenommen werden. Es ist ein Zusammenspiel aus Zahnform, Zahnfarbe, Lippenposition und sogar Augenaktivität. Und wenn eines davon nicht passt, merkt das Gehirn sofort, dass etwas off ist. Das erklärt einiges. Also geht es nicht nur um Optik, sondern um einen neurobiologischen Code, der Vertrauen auslöst. Und genau deshalb fühlen sich manche Lächeln sofort ehrlich an. Dr. Esma, jetzt wird es spannend, wenn jemand sagt, ich möchte endlich ein perfektes Lächeln. Wie gehst du Schritt für Schritt vor? Viele denken, man müsse sofort alles komplett verändern, aber du hast doch ein klares System dahinter. Ganz genau, Rasim. Zuerst analysieren wir die natürliche Lachlinie, also wie die Lippen sich bewegen. Danach prüfen wir Zahnform, Farbe und Symmetrie. Schritt 3 ist ein digitales Mock-up, mit dem der Patient sieht, wie sein zukünftiges Lächeln aussehen könnte. Anschließend korrigieren wir schrittweise. Leichte Formkorrekturen, Aufhellung, eventuell minimalinvasive Anpassungen. Jeder Schritt baut auf dem davor auf, damit das Ergebnis natürlich bleibt. Das klingt unglaublich strukturiert. Also kein Chaos, sondern ein Fahrplan, der wirklich Sicherheit gibt. Dr. Esma, bevor wir zu den wirklich spektakulären Geheimnissen kommen, lass uns kurz über die größten Fehler sprechen. Viele wollen ja sofort das Maximum erreichen und übertreiben dann komplett und Was sind deine wichtigsten Do's und Don'ts? Gute Frage, Rasim. Don't Nummer 1 zu aggressive Veränderungen. Viele unterschätzen, dass ein Lächeln natürlich wirken muss, nicht künstlich. Don't Nummer 2. Blitzschnelle Entscheidungen. Ein perfektes Lächeln braucht Planung. Und Do Nummer 1 lautet, schrittweise vorgehen und realistische Ziele setzen. Do Nummer 2. Auf funktionelle Gesundheit achten. Ein schönes Lächeln bringt nichts, wenn der Biss nicht stimmt. Also nicht überhasten, sondern smart entscheiden. Klingt, als könne man durch kleine Fehler richtig viel verlieren, aber durch kluge Schritte umso mehr gewinnen.